Das hier sollte eigentlich nicht funktionieren. Eine RTX 4080 in 4K Raytracing Psycho und trotzdem 130 FPS mit Multiframe Generation. Ein Feature, das Nvidia als exklusiv für die RTX 50er Serie verkauft. Möglich macht das ein Tool namens DLSS Enabler. Und ja, das läuft auch auf AMD. Wir testen heute auf der Zotac RTX 4080 AMP Extreme Aero. Die Karte gehört einem Freund von mir. Ich zeige euch das Schritt für Schritt, aber zuerst, damit ihr den Unterschied wirklich seht, schauen wir uns an, wie Cyberpunk ohne das Tool läuft. Die Auflösung ist 4K, Settings auf Ultra, Raytracing auf Psycho und Frame Generation ist auch aktiv. Und wir haben zwischen 70 und 80 FPS. Aber schaut, was passiert, wenn wir DLSS Enabler aktivieren. Wir haben hier einfach die FPS verdoppelt mit vierfacher Multiframe Generation. Das heißt, von unseren 32 Basis-FPS kommen wir auf unsere 130 FPS. Ich war wirklich überrascht, dass dies so gut funktioniert. Man hat auch kleine Nachteile, wie zum Beispiel das Ghosting beim Autofahren. Und deswegen empfehle ich mindestens 60 FPS als Base Framerate zu haben. Aber im Großen und Ganzen lässt sich das Spiel wirklich sehr gut spielen. Aber Props an die Entwickler von diesem Mod, die haben mir echt wirklich krasse Arbeit geleistet. Und ich glaube, die werden auch das Problem mit dem Ghosting bald beheben können. Und ich finde es wirklich schade, dass Nvidia behauptet, Multiframe Generation ist nicht möglich auf den älteren Generationen. Obwohl wir hier sehen, dass es softwareseitig auch möglich ist. Love you guys. Wir haben den kompletten Prolog durchgespielt und wir waren echt positiv überrascht. Im Großen und Ganzen hat es wirklich überall sehr gut ausgesehen. Nur bei manchen Stellen, wie zum Beispiel beim Autofahren, sieht man das Ghosting und bei einer Szene, wo die Polizei gekommen ist, da sieht man es auch. Das war nur in dieser Szene und ist dem Blaulicht der Polizei geschuldet. Ansonsten wäre mir nichts Auffälliges aufgefallen. Okay, kurze Erklärung, wie funktioniert DLSS Enabler eigentlich und was steckt hinter diesem Mod. DLSS ist Nvidias Technologie. Eigentlich läuft sie nur auf Nvidia-Karten. Und selbst da sperrt Nvidia Features künstlich je nach Generation. AMD und Intel haben kein DLSS. Die RTX 3000er Serie hat kein Frame Generation, die RTX 4000er Serie hat kein Multiframe Generation. Immer das gleiche Spiel, neues Feature, neue Karte kaufen. Und AMD macht dasselbe. AMD hält FSR 4 offiziell nur für RDNA 4 Karten frei. Obwohl die Community längst bewiesen hat, dass es auch auf RDNA 2 und RDNA 3 funktioniert. Das ist kein technischer Grund, sondern einfach reine Verkaufsstrategie. Und DLSS Enabler ist ein kostenloser Mod, der das umgeht. Er tauscht eine einzige Datei im Spielordner aus, das Spiel denkt, es redet mit Nvidia. In Wirklichkeit läuft im Hintergrund AMDs FSR, kostenlos Open Source und funktioniert auf jeder Karte. Was kommt wo zum Einsatz? AMD und Intel-Karten bekommen alles über FSR. Upscaling, Frame Generation, alles. Die RTX 2000er und 3000er Serie bekommt echtes DLSS für Upscaling, weil die Karten das nativ können. Frame Generation und auch Multiframe Generation kommen über FSR, weil Nvidia beides gesperrt hat. Die RTX 40er Serie bekommt echtes DLSS und normales Frame Generation nativ, aber Multiframe Generation kommt von FSR. Also vereinfacht gesagt, was deine Karte nativ kann, bleibt echt, was Nvidia gesperrt hat, ersetzt der Mod mit FSR. Ich hoffe, ich konnte euch das irgendwie näher bringen, damit ihr ungefähr versteht, wie das funktioniert. Weil ich habe echt Stunden damit verbracht, herauszufinden, wie das alles genau aufgebaut ist. Und falls ich irgendwo Fehler gemacht habe, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren ausbessern. Weil wir sind eine Community und wir lernen alle zusammen dazu. Und es ist seit meiner Kindheit in mir verankert, einfach irgendwelche Wege zu finden, kein Geld auszugeben, aber dafür mehr Leistung zu erhalten. Und ich glaube, das geht vielen da draußen so. Aber lasst uns mal anschauen, wie man den Mod installiert und aktiviert. Als allererstes müsst ihr auf nexusmods.com gehen. Den Link verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Und dort ladet ihr euch den DLSS Enabler herunter. Am besten die letzte Version, wo Stable draufsteht. Einfach auf Manual Download, dann auf Slow Download und ihr müsst euch hier leider einen Account anlegen. Habe ich auch gemacht und dann könnt ihr die Datei herunterladen. Bevor wir aber irgendwas machen, machen wir eine Sicherung vom Spiel. Ich habe Cyberpunk über GOG Launcher installiert. Deswegen starte ich hier GOG Launcher und wenn ich auf das Spiel klicke, dann kann ich oben auf Einstellungen gehen und dort kann ich den Installationsordner finden. Und das sollte bei jedem Launcher ähnlich funktionieren, so wie auch auf Steam. Ich habe hier mal alle Ordner vorbereitet, die wir benötigen. Einmal den Downloads-Ordner, da ist unser DLSS-Enabler drin, den wir heruntergeladen haben. Einmal den Spiele-Ordner und einmal einen eigenen Ordner, wo das Backup von Cyberpunk gespeichert wird und der DLSS-Enabler. Der dient quasi nur dazu, damit wir eine Übersicht haben. Und in diesen Ordner kopieren wir die heruntergeladene ZIP-Datei und können sie auch danach gleich extrahieren. Als nächstes tun wir in den Cyberpunk Backup Ordner unser Backup rein von unseren Spielen. Dafür gehen wir zuerst in den Spieler-Ordner rein, dort in den Bin-Ordner rein und den x64-Ordner müssen wir kopieren und in unseren Backup-Ordner, den wir erstellt haben, rüber kopieren. Dieser Schritt ist halt extrem wichtig, damit, falls irgendwas schief läuft, wir immer auf einen Ausgangszustand zurückkehren können.
Und jetzt beginnt die Magie. Wir öffnen den DLSS Enabler Ordner, quasi den Ordner, den wir extrahiert haben, den wir heruntergeladen haben. Dort finden wir eine Datei, die nennt sich version.dll. Diese Datei müssen wir umbenennen. Es kommen halt mehrere Namen in Frage und ihr müsst eine für euch selber probieren, aber ich werde euch alle Namen hier einblenden. Für mich in Cyberpunk hat DXGI funktioniert. Diese Datei müssen wir dann einfach in den Cyberpunk Spieleordner reintun, also den x64 Ordner. Und das war's eigentlich schon. Nun müssen wir das Spiel starten. Wichtig ist, dass wir das Spiel mit dieser Exe-Datei starten, also aus dem Spieleordner raus, sonst funktioniert das Ganze nicht. Sobald wir das Spiel gestartet haben, werden automatisch Dateien erstellt, damit der DLSS-Enabler funktioniert. Links unten sollte dann ein Pop-up erscheinen vom Optiscaler. Daran erkennt ihr, dass das funktioniert hat. Sobald ihr im Hauptmenü seid, geht gleich in die Einstellungen unter Grafik rein und seht nach, ob bei euch DLSS Multiframe Generation aktiviert worden ist. Falls es nicht bei euch von Anfang an aktiv ist, müsst ihr es eigentlich nur auswählen. Es sollte aber im Menü auswählbar sein. Und falls bei irgendjemandem das Spiel am Anfang abgestürzt ist, das ist ganz normal. Bei mir ist das auch ab und zu passiert und einfach mehrmals versuchen und dann funktioniert das auch irgendwann. Damit ihr auch das DLSS Enabler Menü links aufmachen könnt, benötigt ihr erstmal einen Shortcut dafür. Das gleiche gilt auch für den Optiscaler. Für den DLSS Enabler müsst ihr zur Datei DLSS Enabler ini. Die startet ihr einmal mit dem Editor und dort seht ihr Toggle Key. Das ist aktuell auf Tilt gelegt. Bei mir hat das nicht funktioniert. Ich glaube, das liegt daran, dass ich eine europäische Tastatur habe. Dort schreibe ich mir einfach F1 rein und damit kann ich DLSS Enabler mit F1 starten, also aufmachen. Sobald ihr das reingeschrieben habt, drückt ihr STRG S oder auf Datei und Speichern. Sowas ähnliches müsst ihr auch für den Optiscaler machen. Dafür geht ihr in die Datei optiscaler.ini, drückt STRG F und gebt einfach Menü ein, also ohne Ü, sondern mit U. Dann landet ihr eigentlich sofort unten beim Menü und ihr könnt dort eingeben, welche Shortcut-Key ihr verwenden möchtet. Falls jemand eine andere Taste einstellen will, ich gebe euch einfach den Link in die Beschreibung, dann könnt ihr das selber entscheiden, welche Taste ihr haben wollt. Dann einfach auf Speichern und es sollte funktionieren. Das war jetzt der komplette Ablauf, wie ihr auf die RTX 4000er Serie Multiframe Generation über den DLSS Enabler bekommt. Theoretisch könnt ihr das Ganze noch weiter treiben, zum Beispiel über Streamline 2.11 und damit sogar Multiframe Generation mal 5 oder mal 6 aktivieren. Aber ganz ehrlich, ich würde das nicht empfehlen. Das bringt dir zwar auf dem Papier mehr FPS, aber dafür auch deutlich mehr Ghosting und schlechteres Bild. Mal 4 ist aktuell der Sweet Spot. Das läuft stabil, fühlt sich gut an und sieht auch sauber aus. Wichtig ist auch, das Ganze funktioniert nicht überall gleich. Sobald ihr keine RTX 4000er Serie habt, wird es deutlich komplizierter. Egal ob RTX 3000 oder AMD, da gibt es zu viele Unterschiede und viele Workarounds, um das Ganze alles in ein Video zu packen. Deswegen mache ich dazu ein eigenes Video. Dort zeige ich euch genau, wie das auf meiner RTX 9070 XT funktioniert. Und ja, das läuft auf AMD mittlerweile auch sehr gut. Aber vielleicht wird das Ganze bald gar nicht nötig sein. Es gibt nämlich erste Anzeichen, dass AMD offiziell Multiframe Generation auf die RDNA 4 Karten bringt. Also die 9000er Serie. Heißt, was wir gerade mit Mods lösen, wird bald eventuell nur im Treiber sein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.